Lisa hat totale Prüfungsangst und sie macht sich immer einen riesen Stress dafür und dann performt sie auch wirklich schlecht. Dass das schlechte Performen mitunter wirklich daran liegt, dass sie sich so einen Stress macht und dass sie deswegen auch eine Erwartungshaltung und schon eine Befürchtung hat, dass es wieder nicht gut läuft, darauf ist sie vielleicht noch gar nicht gekommen. Oder Elisabeth. Elisabeth hat immer totale Angst, zu hohen Blutdruck und zu hohen Puls zu haben. Und dann geht sie zum Arzt und tatsächlich bewahrheitet sich dieser hohe Blutdruckwert dort. Obwohl, wenn man genau hinguckt, ihr Blutdruck sonst im Normbereich liegt. Oder es ist vielleicht so, dass du selbst totale Angst hast vor einem Krankenhausaufenthalt, also beziehungsweise vor den Komplikationen, die dann eintreten können. Du liest dich da total ein und hast totale Angst davor. Tatsächlich treten dann diese Komplikationen auch ein. Das alles können Beispiele sein von einer sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Self-fulfilling prophecies heißt es, das heißt, man erwartet etwas und ändert sein Verhalten dann unbewusst einfach so, dass diese Erwartung tatsächlich auch eintritt. Wenn ihr euch die Definition genau anguckt, heißt es da, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist eine falsche Annahme über die Realität, die dazu führt, dass der Träger sein Erleben und Verhalten so ändert, dass diese falsche Annahme tatsächlich real wird. Ja, wo kommt das überhaupt her? Woher kommt es, dass man diese Erwartungen hat? Was steckt eigentlich dahinter? Was haben vielleicht auch extrem narzisstische Eltern aus der Vergangenheit und auch das heutige narzisstische Umfeld damit zu tun, dass man vielleicht sehr negativ auch von diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen betroffen ist? Und was kann man aber auch tun, um diese besser zu erkennen und um sich da auch besser abzugrenzen? Ich werde es euch erklären, habe Tipps und am Ende natürlich auch wie gewohnt 3 Fragen zum Thema, die du dir selber stellen kannst. Ja, schön, dass du da bist. Das heutige Thema vielleicht etwas überraschend. Was hat das mit dem Thema Narzissmus zu tun, Marie? Werdet ihr euch vielleicht fragen. Ich finde es super wichtig. Habe dazu gelesen und dachte, hey, da ist durchaus ein Zusammenhang eben auch dazu, dass wenn man gerade, finde ich, narzisstisches Umfeld hatte, vielleicht auch stark komplementär narzisstisch ist, einen geringen Selbstwert einfach hat, dass man da so ein bisschen was für sich mitnehmen kann auch einfach. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, super gerne, schreibt es in die Kommentare. Ich habe in diesem Video auch natürlich mich eingelesen, habe tolle Artikel gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte, habe ich hier unten auch verlinkt auf meinem Blog, von Med-Lexi, von Dorsch, Wirtschaftspsychologische Gesellschaft, dann habe ich noch einen spannenden Artikel gefunden, auch zum Thema Geburt, dann dieses Thema Self-Fulfilling Prophecies und bei Thieme ist da was Spannendes, auch das schaut gerne mal hier unten rein, abonniert auch gerne meinen Kanal, jeden Samstag frisches Video, frischer Content, dann verpasst ihr hier auch keine wertvollen Tipps mehr. Ja, diese selbsterfüllende Prophezeiung kann die Erwartung an andere betreffen, ne? Also negative Erwartungen an andere Menschen. Denn Menschen verhalten sich in der Regel gegenüber Personen, die mit einem gewissen Misstrauen auf sie zugehen, reservierter. Also wenn man schon so eine sehr gehemmte Einstellung anderen Menschen gegenüber hat, hat das mitunter auch einen Einfluss auf das eigene Verhalten und auf die Wirkung. Man kann das also einmal Menschen gegenüber diese selbsterfüllenden Prophezeiungen quasi haben, aber eben auch sich selbst gegenüber. Dieses Thema wird sehr oft in Verbindung gebracht mit dem sogenannten Placebo-Effekt, den kennt ihr vielleicht, das ist der Glaube an die Wirksamkeit einer vermeintlichen, zum Beispiel Medizin, führt dazu, dass tatsächlich eine Besserung eintritt. Ne? Dann gibt es den sogenannten Nocebo-Effekt, das ist die falsche, übertriebene Überzeugung, dass etwas schädlich ist oder bestimmte Nebenwirkungen hat, das führt tatsächlich zu diesen Wirkungen. Ne? Und die Auswirkung von Handlungen und gefestigten Einstellungen wurde bereits, habe ich hier gelesen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht, und zwar von Otto Neurath, das ist ein Wirtschaftstheoretiker und Volksbildner unter dem Begriff, der hat den Begriff selbsterfüllende Prophezeiung schon mal erwähnt. Das ist ja auch ganz interessant, das gibt es also wirklich schon länger, ist nichts ganz Neues. Und es gibt da auch ein super interessantes Forschungsbeispiel, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Kurz zusammengefasst ist es von Rosenthal und Jakobsen und das aus dem Jahr 68, das ist auch schon ewig her. Und die haben kurz zusammengefasst, wenn ihr es ausführlicher wollt, gibt es einen tollen Artikel von Wirtschaftspsychologische Gesellschaft hier unten. Die informierten Lehrer einer Grundschule zu Beginn des Schuljahres falsch, und zwar 65 ausgewählte Schüler hat das betroffen, und diese hätten einen Begabungstest an der Harvard University gemacht, den es eigentlich gar nicht gibt, und sie hätten gut abgeschnitten und wären sozusagen Talente,
und es sei zukünftig bei diesen Kindern mit starken Leistungssteigerungen zu rechnen. Und in der Folge untersuchten die Forscher einfach mal, ob es nach diesem Jahr tatsächlich zu Unterschieden in der Leistungsfähigkeit der 65 zufällig ausgewählten Kindern und ihren Klassenkameraden, also das war die Kontrollgruppe, das waren 255 Kinder, kam. Und der benutzte Leistungstest enthielt Fragen zu logischen und verbalen Konsequenzen. Und in der Publikation berichteten die Autoren von signifikanten Unterschieden in der Leistungsfähigkeit nach einem Jahr zugunsten der Versuchsgruppe, also zugunsten derer, denen gesagt worden ist, sie haben eine ganz besondere Begabung. Und sie führen die Verbesserung gegenüber anderen Schülern auf die experimentell manipulierten Erwartungen der Lehrer zurück. Also das ist ja schon mal ganz interessant, auch in dem Zusammenhang, ne? Ihr müsst natürlich gucken, dieses Experiment ist methodisch angegriffen. Trotzdem ist ja auch klar, ich meine, an Schülern solche Experimente durchzuführen, ist nicht wirklich toll. Es ist eine sehr klassische Studie, aber da wurden halt eben noch weitere Forschungen inspiriert von dieser Untersuchung in dem Feld durchgeführt. Man muss sagen, dieser Effekt wirkt noch stärker, je besser Menschen sich kennen, das ist ja auch klar. Ja, wo gibt es diese Effekte noch? Ja, wo gibt es diese selbsterfüllende Prophezeiung? Wo können die noch vorkommen? Ja, im pädagogischen Kontext habe ich was gefunden, wurde beispielsweise nachgewiesen, dass Vorannahmen oder Stereotypen einen Einfluss auf das Verhalten des Lehrenden, ja, zum Beispiel resignativ versus nicht resignativ, haben können. Also das heißt, erwartet ein Lehrer, dass ein Schüler keinen Lernerfolg hat, so verringert das die Wahrscheinlichkeit des Lernerfolges. Wahnsinn, ha? Oder erwartet, das ist auch interessant, ne, in dem Patientenkontext, erwartet ein depressiver Patient, dass in einer sozialen Interaktionssituation scheitern wird, so wird dies gegebenenfalls ein Interaktionsverhalten bzw. die Bewertung des Verhaltens des Interaktionspartners negativ beeinflussen und damit die befürchteten negativen Konsequenzen wahrscheinlicher machen. Was ich euch eben gerade auch schon zu Beginn gesagt habe, ne? Man verhält sich mit einer gewissen Erwartung bestimmten Personen gegenüber und die reagieren natürlich dann leider auch so vielleicht, wie man es sich erwartet. Man muss natürlich, wie gesagt, diese Abgrenzung immer durchführen, müsst ihr auch schauen, zwischen selbsterfüllender Prophezeiung und bewusster Manipulation. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, denn unbewusst sind eben diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dieser Sache so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Vielleicht schlummert das so ein bisschen in euch. Wenn ihr euch so ein bisschen bewusst macht, dass die manchmal vielleicht da ist, dann könnt ihr natürlich auch was tun. Denn die sind dem Handelnden in der Regel nicht bewusst. Es wird davon ausgegangen, dass Einstellungen und Überzeugungen, die man hat, unter anderem das para- und nonverbale Interaktionsverhalten beeinflussen, sodass eine Beeinflussung im Sinne der Erwartung möglich ist. Also das ist eben etwas, das ist euch hoffentlich nicht bewusst, sondern es kann unbewusst stattfinden. Wie läuft jetzt aber psychologisch dieser Prozess der sich selbst erfüllenden Prophezeiung eigentlich ab? Das erkläre ich euch hier nicht im Detail, aber ihr könnt das, wenn es euch interessiert, tiefergehend auch nachlesen. Hier unten natürlich auch in einem wunderbaren Artikel verlinkt. Jetzt möchte ich gerne mal den Bogen schlagen zwischen dieser selbsterfüllenden Prophezeiung und dem Thema Narzissmus. Denn ich finde schon, dass da durchaus eine Parallele sozusagen, also nicht parallel, aber ein Zusammenhang mitunter bestehen kann, der einen negativ beeinflussen kann. Wie genau sieht der aus? Ich erkläre es euch. Es kann sein, wenn ihr mit extrem narzisstischen Eltern aufgewachsen seid, dass diese nie an euch geglaubt haben. Ne? Die haben euch nie bestärkt mit dem, was ihr macht. Es waren immer sehr starke Zweifler. Sie haben sehr oft gesagt, bist du dir sicher, dass du das wirklich kannst? Traust du dir da vielleicht nicht auch zu viel vor? Na siehst du, ich hatte gleich gesagt, dass das schief geht. Das sind vielleicht so Sätze, die sich bei dir auch mitunter verankert haben. Man hat deswegen vielleicht auch sehr starke Ängste selber entwickelt, weil tatsächlich dann auch relativ viel schief ging. Das passt ja, finde ich, auch zu diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen, wenn man halt immer Ängste hat die ganze Zeit, wenn man immer denkt, etwas läuft schief. Denken wir an die Prüfungsangst ganz zu Beginn, ne, der Lisa. Das kann natürlich auch sein, dass man dann so stark verunsichert ist, so unter Stress ist, dass man tatsächlich
Dinge nicht hinbekommt. Und das als Kind ist natürlich oder als Jugendlicher auch wirklich Gift. Es wurde einem eben auch häufig nichts zugetraut, wenn man in so einem Elternhaus aufgewachsen ist und hat eher negative Ergebnisse und Erlebnisse vor allem auch. Insgesamt, das habe ich auch als Ausschnitt gefunden, hat sich gezeigt, dass sich selbsterfüllende Prophezeiungen in Form von Ängsten, zum Beispiel vor Stürzen, Unfällen, bei den Betroffenen zu eben solcher Ereignisse führen. Ja? Das heißt, das kann so ein Punkt sein, aber vielleicht auch nicht nur da. Wenn die Lea bei ihrer narzisstischen Mutter aufwächst und diese Mutter zum Beispiel immer zu Lea sagt, oh Lea, ich bin mir nicht sicher mit dem Studieren, ob das bei dir auch wirklich klappt, ob du das hinbekommst. Da siehst du, jetzt hast du wieder nur eine 3 geschrieben, damit wird das aber auch nichts mit deinem Studium und immer sehr, sehr, sehr negativ irgendwie redet, vielleicht auch Horrorszenarien dort aufmacht, ist es natürlich für Lea total schwer, wenn sie dann vielleicht auch unter Stress irgendwie ist, da dann gut eben zu performen und dann bestätigt sich dieses Negative vielleicht auch. Vielleicht auch eine sehr extreme narzisstische Mutter, die vielleicht ihrem Kind immer sagt, oh jetzt, ich weiß nicht reiten, ob das so gut ist, weißt du, so Pferde, die sind ja auch immer sehr scheu mitunter auch und dann fällst du vielleicht, wenn du jetzt so reitest, dann fällst du vielleicht auch vom Pferd, weil du dich nicht richtig festhältst und so. Ich habe euch das eben gesagt mit diesen Ängsten vor Stürzen und Unfällen, dass solche narzisstische Mütter die Kinder dadurch eher verunsichern, weil sie scheinbar so überbemutternd sind, aber da das eher zu einer Verunsicherung der Kinder führt. Also da wird sicherlich noch einiges mehr reinspielen, aber es führt zur Verunsicherung. Mitunter sind diese Kinder dann so unter Stress, dass sie wirklich Negativerlebnisse haben. Für den Selbstwert natürlich auch totaler Käse. Man muss auch dazu sagen, finde ich, wenn man ein narzisstisches Umfeld hat, dann ist es häufig sehr so, dass man sehr stark an ihre Fähigkeiten glaubt, ja, und dieses extrem narzisstische Umfeld die eigenen guten Fähigkeiten mitunter auch abwertet. Abwertet vielleicht auch in Aussagen, abwertet in nonverbalen Interaktionen mit ihnen. Und ich habe euch das eben gesagt, dass das natürlich auf Menschen wirkt. Und wenn jemand euch ständig das Gefühl gibt, dass ihr etwas nicht könnt, dann kann es vielleicht auch dazu führen, dass ihr dann wirklich es nicht könnt, sozusagen, weil ihr so stark verunsichert seid. Oder im Gegenzug auch dazu, dass ihr schon die Erwartung habt vielleicht, dass euch jemand nicht gut behandelt und tatsächlich ihr auch nicht gut behandelt werdet. Natürlich müsst ihr bei Extremnarzissten immer gucken. Da ist es so, dass meistens die Menschen im Umfeld nicht gut behandeln. Aber das ist nochmal ganz interessant, auch sich das zu betrachten. Wenn man selbst wenig Selbstwert hat und starke Unsicherheiten, und das habt ihr sehr häufig, gerade wenn ihr in einem extrem narzisstischen Umfeld aufgewachsen seid, heute auch schon erwachsen und auch vielleicht sogar schon älter seid, dann hat das mitunter auch sehr starke Auswirkungen auf den Bereich, wie ihr denkt, wie andere Menschen euch sehen. Es kann super gut sein, dass ihr mal ständig denkt, die Menschen denken, ich bin inkompetent. Ja? Und ich habe euch eben gesagt, Ursache, Wirkung. Also wenn ihr dann rausgeht, vielleicht auch gar nicht narzisstische Menschen, sondern woanders hin und ihr habt diese starke Hemmung, Unsicherheit, denkt, naja, der denkt sowieso, ich bin ein Idiot irgendwie. Ja? Verhaltet euch da vielleicht gehemmt, dann kann es sein, dass derjenige nicht denkt, ihr seid ein Idiot, aber euch vielleicht viel weniger Kompetenz tatsächlich zuspricht. Und das ist natürlich totaler Käse. Und man geht vielleicht auch davon aus, es kann auch ein Punkt sein, dass ihr gar nichts wert seid. Ja, ihr habt wenig Selbstwert, ihr seid einfach nicht viel wert und ihr werdet auch nicht gemocht. Und wenn ihr natürlich so in ein Date reingeht, ihr denkt, oh, der sieht so gut aus, der mag mich bestimmt nicht, ich bin bestimmt nicht so, wie er sich das denkt und ich bin da, obwohl er echt gut aussieht, dann kann es sein, dass ihr auch da eben genau dieses Signal setzt, trefft euch mit jemandem, der auch nicht narzisstisch ist, ja, aber der irgendwie auch merkt, dass ihr da vielleicht irgendwie gehemmt seid, dass irgendwie ja, das Ganze in so eine Richtung geht, die euch dann widerspiegelt, oh Mann, das stimmt, siehst du mal, es hat sich wieder bestätigt, der findet mich gar nicht attraktiv. Das nächste kann auch sein, finde ich, so Gehaltsverhandlungen im Job. Ich finde auch, wenn man schon mit Erwartung vielleicht da reingeht,
naja, das wird sowieso gar nichts werden auch und ich werde es wieder nicht schaffen, da vielleicht was rauszuverhandeln dieses Mal. Und dann geht ihr vielleicht tatsächlich, macht euch wieder so einen Stress, ja, weil ihr denkt, naja, ich bin es auch nicht wert, ihr kennt das vielleicht von zu Hause auch schon, sich gespiegelt wurde von narzisstischen Eltern, ihr geht da rein und tatsächlich bewahrheitet sich wieder, dass ihr das nicht rausbekommt, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, also das ist jetzt wirklich ins Klein-Klein mal runtergebrochen, aber einfach, wie diese Denkmuster der negativen Erwartungen euch da richtig stark hemmen können, was mitunter tatsächlich auch schon von früher kommt. Und wenn man das narzisstische Umfeld verlassen hat und andere Menschen als nächster Punkt im Leben haben möchte, dann können einen auch da diese negativen Glaubenssätze in dem Punkt häufig, diese negativen Erfahrungen, die man hat, zum Mega-Hemmnis werden. Man kann das sowieso niemandem trauen. Wenn ihr mit der Einstellung rausgeht, was nicht heißt, dass man gesund kritisch sein soll, aber wenn ihr sagt, okay, ihr habt so schlechte Erfahrungen gehabt, die Welt ist so schlecht und ihr geht mit dieser Einstellung raus, werdet ihr euch entsprechend leider auch verhalten und dann wird mitunter auch sogar dieses Feedback kommen. Das ist natürlich nicht leicht, da so einen Mittelweg für sich zu finden, wenn man so schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber es ist durchaus möglich. Deswegen möchte ich jetzt euch in diesem Bereich einfach nochmal einen ganzen Schwung Tipps geben. Ich habe die ergänzt mit ein paar auch aus den Artikeln, die ihr hier unten findet. Wichtig ist es zum einen, positive Erfahrungen zu machen. Ja? Also das heißt, auch wenn ihr ganz schlimme Erfahrungen gemacht habt, ihr habt eine horrormäßige Beziehung hinter euch, die ein schreckliches Ende mit einem Narzissten hatte, der euch betrogen und belogen hat, ihr seid jetzt seid wirklich am Boden gewesen, ja, und es war vielleicht auch nicht leicht, dann ist es ganz wichtig, vielleicht auch mal zu sehen, wo ihr positive Erfahrungen gemacht habt, ne? Dass ihr einfach auch seht, dass es gute Erlebnisse einfach auch gibt, dass es nicht nur schlecht ist und dass nicht alle Menschen ebenso sind. Man tendiert mitunter aus so einem Elternhaus auch zur Schwarz-Weiß-Sicht, lässt sich da sehr stark negativ beeinflussen. Da seid ihr trotzdem dann keine extrem narzisstischen Menschen. Schwarz-Weiß-Sicht hier oben und hier unten ist auch Thema meines aktuellen Buchs, könnt ihr auch mal gucken. Da kann man hintendieren, aber es ist wichtig, genau das eben nicht zu machen, zu sagen, hey, so schlimm ist nicht alles und das ist ganz, ganz wichtig. Dann auch über sich selber ein viel positiveres Bild aufzubauen. Mitunter wurdet ihr immer runtergemacht von euren narzisstischen Eltern, vom Umfeld. Ihr habt von euch selbst vielleicht einfach auch kein wirklich gutes Selbstbild. Ihr macht euch immer eher runter, als dass ihr euch lobt. Ihr guckt in den Spiegel, könnt mir 1000 Sachen aufsagen, die doof aussehen, anstatt die 5 mir mal zu sagen, die auf Anhieb einfach ganz wunderbar sind. Ja? Und das ist wichtig. Sag euch, wenn ihr rausgeht, ne, was für Leute, wie wirkt ihr dann auf Leute? Und ich glaube, es ist wichtig, da auch viel mehr Akzeptanz für sich zu bekommen und sich selbst auch viel mehr zu mögen. Ich sage ja immer, seid einfach mal euer guter Freund, das ist wichtig. Und auch das Schritt für Schritt zu lernen. Denn auch dann werdet ihr an ganz anderen Erwartungen auch rausgehen. Dann andere Personen und Gesundheit, das sind ja auch so 2 Bereiche, die wir uns auch nochmal angucken können. Man kann bewusstes Training machen, habe ich hier auch gefunden, um den eigenen Körper entsprechend unter Kontrolle, gut, Kontrolle finde ich immer so eine Sache, aber einfach um vielleicht auch zu merken, oh, hier läuft vielleicht was in eine falsche Richtung und etwaige Gedanken auszutricksen auch, ja. Sich selbst ein Bild von einer Person oder Situation machen, anstatt das Bild von anderen als gegeben hinzunehmen. Das ist so wichtig, ne? Sich selbst auch positiv auf Situationen einzustellen. Gehaltsverhandlungen, mal davon auszugehen, ich schnapp mir das. Ich hole mir diesmal mehr Geld, das kriege ich hin. Ja? Und, oder auch zu sagen, ich date den jetzt, ja, und der wird mich bestimmt auch toll finden. Ich finde den jetzt vom Äußeren und von einem, wie er schreibt, auch wunderbar. Warum sollte das nicht klappen? Es gibt gar keinen Grund. Ja? Oder auch zu sagen, diese Prüfung, davor ist es immer schlecht gelaufen, aber diese Prüfung, da habe ich mich gut vorbereitet und die werde ich gut machen. Und wenn ihr in diese Negativgedankenschleifen kommt, wenn eure Mutter, eure narzisstische, euer Vater wieder kommt gedanklich und euch da wieder sagt, nee, Hochmut kommt vor dem Fall, wer weiß, ne? Und hey, schickt die weg. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Eine allgemeine positive Ausrichtung kann helfen, ne, um
sich um Menschen um sich herum auf sympathische Art und Weise zu verhalten und Gefühle entsprechend zu kontrollieren. Ihr müsst nicht wie der Positive, müsst nicht so durch die Welt laufen, alles super, alles toll und so weiter. Aber ich glaube, so eine grundpositive Einstellung erst einmal ist nicht schlecht. Wie gesagt, die kann einem echt abhanden gekommen sein, wenn man mit narzisstischen Eltern aufgewachsen ist oder heute noch so ein Umfeld hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese vielleicht irgendwie wiederzubeleben. Ihr werdet sehen, auch da wird sich euer Leben in Kleinigkeiten manchmal auch schon positiv ändern. So ist es auch leichter, schreiben Sie ja, an Prüfungssituationen heranzugehen oder den Schock vom nächsten Arztbesuch zu verhindern. Haben wir am Anfang gesagt, ne, die Lisa mit der Prüfung, der Arztbesuch, ne, solche Sachen. Das ist ganz wichtig. Oder der Krankenhausaufenthalt, nicht ins Krankenhaus zu gehen und sich komplett in die Komplikationen und was alles negativ passieren kann, einzulesen, sondern zu gucken, hey, was gibt es für Sachen, wie kann ich schnell wieder auf die Beine kommen, was tut mir gut, wie kann ich etwas tun und davon auszugehen, hey, das wird gut werden. Und da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr ein extrem narzisstisches Umfeld habt, das euch tendenziell eher runterzieht, dann eher zu sagen, wenn die Mutter anruft und sagt, du, ich habe da was gelesen, also das ist wirklich also so eine Operation, da kann einiges passieren. Ich schicke zu sagen, nein, Mama, das will ich jetzt momentan nicht hören. Liest du gerne, ich möchte das eben nicht. Setzt da auch klare Grenzen zu diesen Negativmenschen da in eurem Umfeld, die euch da vielleicht wieder reinziehen wollen, die euch quasi manchmal auch unter dem Deckmantel, der einer muss euch doch mal die Wahrheit sagen oder euch ermahnen wollen oder so. Hey, das führt zu gar nichts. Klar müsst ihr einen realistischen Blick auf die Dinge haben, aber eben nicht negativ, weil das führt wirklich zu keiner positiven Auswirkung in eurem Leben. Ich habe ja auch gefunden, wer im gesunden Maß glaubt, ich kann das, ich bin den Herausforderungen gewachsen, entwickelt sich besser als jemand, der über sich selbst befürchtet, nichts zu kommen und nichts zu schaffen. Ne? Also das ist ja auch nochmal in diesem Artikel ganz interessant gewesen. Und Resultat ist dann eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung. Und diese hat sehr positive Auswirkungen, eine höhere Ausdauer beim Verfolgen von Zielen und erhöhte Anstrengung bei Misserfolg, anstatt aufzugeben. Also ihr seht, das Mindset, die Einstellung ist super, super wichtig, aber Untersuchungen gezeigt, also dass man wirklich positiv auf die Dinge guckt. Und ich finde auch immer wichtig, sage ich euch ja auch, den Reality-Check zu machen. Findet ihr auch in meinem Buch ja immer in meinen Videos. Zu sagen, wie ist es denn real? Ja? Kommt ihr wirklich so schlecht an? Habt ihr wirklich kein Wissen über das Prüfungsthema? Ja? Wie oft ist auch etwas gut gelaufen? Wirklich schaut euch das an und schaut euch die Realität auf. Sich vor Augen zu halten, wie viele Ereignisse im Leben auch einen positiven Ausgang haben und dass es auch die Mehrzahl ist. Das Glas eben halb voll zu sehen und nicht halb leer zu sehen. Auch dazu habe ich übrigens mal ein Video gemacht, packe ich euch gleich mal in Anschluss an. Und dann Angstforschung betreiben. Ja, haben narzisstische Menschen in deinem Umfeld ihre eigenen Ängste mitunter echt ständig auf dich übertragen. Sprich, narzisstische Mutter, oh, sei bloß vorsichtig, da könnte was passieren. Ja? Er hat jetzt ihre eigenen Ängste auf dich übertragen und du bist deswegen wahnsinnig unsicher geworden. Eigentlich bist du vielleicht gar kein ängstlicher Typ. Sei etwas mutiger, trau dir auch etwas zu, denn ich bin mir sicher, wenn du das in dir trägst, kannst du das auch ausleben und auch wieder aufbauen. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich auch gerne telefonisch oder per Videocall, kannst du auch online buchen. 3 Fragen. Das erste, kennst du diese Self-Fulfilling Prophecies? Wie äußert sich das bei dir? Und wie kannst du vielleicht positiver und weniger ängstlich über dich denken? Ja, likes gerne, wenn es dir gefallen hat. Schick's gerne an jemanden, teile es irgendwo, wo es Menschen erreicht und wo es ihnen weiterhilft. Ansonsten wünsche ich euch viele, viele positive Gedanken in eine positiv startende Woche und freue mich auch, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.